Der erste Teil von Gothic, der vor kurzem sein 20-jähriges Jubiläum feierte, ist ein deutsches Open-World-RPG, das bis heute seinen Titel als eines der besten Rollenspiele verteidigen kann und trotz der vielleicht gewöhnungsbedürftigen Steuerung und verstaubter Grafik sich nicht vor den aktuellen großen Titeln von beispielsweise EA oder Ubisoft verstecken muss. Doch was erwartet euch, nachdem ihr erstmal 2 bis 3 Stunden verzweifelt versucht habt, das Spiel zum Laufen zu bringen, was durch die netten Menschen des World of Gothic Forums eigentlich gar nicht so schwer ist, wenn man davor gewusst hätte, wo man suchen soll. Anfangs erklärt eine Sequenz grob die Hintergrundgeschichte, die man als „Du bist ein Verbrecher, der einem Magier eine Botschaft überbringen soll, in einem etwas aus der Kontrolle geratenen Gefängnis, nach amerikanischem Vorbild, welches der König trotzdem braucht, da es durch die Barriere getrennt nun das Erzmonopol besitzt, was er für seine Waffen im Krieg benötigt." Willkommen im Lager. Nachdem man danach volles Pfund aufs Maul bekommen hat, hat man eigentlich erstmal freie Wahl für das weitere Vorgehen und kann sich, nachdem man erst einmal eines der Grundelemente des Spiels, das Ausrotten bedrohter Tierarten in der Wildnis, einem von 3 Lagern anschließen. Da wäre einmal das alte Lager, welches den Erzhandel mit dem König betreibt, Wohnsitz der Feuermagier ist und dir alle Leute einen aufs Maul geben wollen, bevor später du es tust. Du bist wie ein großer Bruder für mich. Ich hatte nie einen großen Bruder, auch keinen kleinen. Meine Eltern wollten mich nicht behalten. Ich bin sicher, das fiel ihnen nicht leicht. Bestimmt nicht. Dafür aber wenigstens ein besseres Konzerterlebnis bieten, als es seit gut einem Jahr wirklich war. Sie sind drüben auf der Bühne. Schnell, sonst versäumst du noch den Auftritt. Als Gegenstück dazu gibt es auch noch das neue Lager, welches sich vom alten Lager abgespalten hat und wo Söldner und Wassermagier versuchen, mit Dagoberts Geldspeicher aus Erz die Barriere zu zerstören. Und zu guter Letzt das Berliner Drogenkartell Görlitzer Park aka das Sumpflager, in dem kiffende und fanatische Glaubenskrieger den sogenannten Schläfer anbeten, der ihnen helfen soll, aus der Barriere zu fliehen. An einem Punkt des Spiels findet man sogar tief in den Bergen versteckt das primitive Stammesvolk der sogenannten Österreicher, die dort seltsame Musik hören und wo alle noch den gleichen Nachnamen tragen. Nachdem man sich nun dann einem der Lager angeschlossen hat und immer mehr exotische Arten im Namen von Greenpeace ausgerottet hat, nimmt die Story und das Spiel langsam Fahrt auf und man merkt, warum dieses Spiel bis heute, auch nach 20 Jahren noch, so gut ist.
Die Quests sind abwechslungsreich, die Dialoge herb und lustig. Es gibt keine Minimap mit tausenden uninteressanten Aufgaben zum Abhaken, wodurch man den Dialogen auch Beachtung schenken sollte, damit man weiß, wo man dann hingehen muss. Alles klar bei dir? Schön. Ja, schön, mal wieder ein neues Gesicht zu sehen. Moment mal, wir hatten uns schon unterhalten. Nein, das ist ausgeschlossen. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Natürlich. Und auch an jeder Ecke der noch so kleinen Karte gibt es etwas Interessantes zu entdecken, wodurch diese eine sehr dichte Atmosphäre schafft. Wozu auch das gute Sounddesign beiträgt. Auch einige Aussichtspunkte, bei denen man zuvor Tomb Raider-mäßig hochgeklettert und gesurft ist, zeigen, dass die Welt trotz der Grafik beeindrucken kann. So, das war der kurze Einblick für Gothic 1. Ich schwebe dann mal hier runter und Verpiss dich.